So, es hat wieder mal etwas länger gedauert. Es gibt jetzt aber endlich nochmal wirklich Neuerungen, die man noch zeigen kann. Dazu gehört, dass diese Diffusorplatte endlich da ist. Das Spritzsystem ist nochmal überarbeitet worden. Kann sein, dass ich das aber nochmal komplett überarbeiten muss. Und es gibt auch noch ziemlich viele Änderungen bezüglich der Brennkammer. Da erzähle ich aber später was zu. Und ja, der Radialerverdichter liegt hier einfach nur, um nochmal zeigen zu können, wie das dann hier reinpasst. Genau, gehen wir da jetzt auf die einzelnen Komponenten nochmal im Detail ein. So, dann erstmal die größte Neuerung dieses Videos hier. Das ist diese Diffusorplatte, die ein Freund für mich gefräst hat. Und die ist wirklich perfekt geworden, wenn man sich hier diese Profile anguckt. Hier sind die Befestigungslöcher, wo es dann nachher mit dem Gehäuse verschraubt wird. Hier vorne sind die Befestigungslöcher, dass dann letztendlich mit dem Spritzsystem und dem Wellentunnel und so weiter alles verbunden werden kann. Und ja, der Radialverdichter kommt dann entsprechend hier so später rein, wird natürlich über die Welle fixiert und angeschraubt. Und das ist erstmal die größte Neuerung. Was dann auch neu ist, ist hier, dass das Spritzsystem überarbeitet worden ist. Diese Röhrchen waren ja vorher einfach nur angelötet. Jetzt ist das so gemacht, ich schraube mal gerade eins ab, dass ich eben hier diese Röhrchen in eine Schraube reingelötet habe, die dann hier diese kleine Ausfräsung hat, wobei das gefeilt ist. Und dadurch kann dann der Sprit transportiert werden, das Gas. Und was auch gemacht worden ist, ist hier diese 3 Rundmaterialstücke, die angelötet worden sind mit Hartlöten. Das ist nicht so ganz schön geworden und muss ich wahrscheinlich auch nochmal neu machen, weil das wahrscheinlich nicht wirklich passt, nicht wirklich zentrisch ist. Aber die jetzt endlich theoretisch mit diesen 3 Löchern hier übereinstimmen sollten. Aber das muss man mal schauen, wie das jetzt endlich wird. Was sonst noch zu sagen ist, das ist ja die Brennkammer, die kennt ihr aus dem letzten Video, aber man sieht ja hier an einigen Stellen, dass die nicht so wirklich gut geworden ist. Also es ist schon, wie gesagt, es hat ja jemand für mich geschweißt, ich könnte das ja überhaupt nicht annähernd so gut machen, aber trotzdem ist es halt eigentlich nicht so, wie es sein soll. Und deswegen habe ich da komplett nochmal eine neue Brennkammer gemacht, beziehungsweise ich habe die Bleche lasern lassen, dann die Bleche gebogen und die wird jetzt aktuell noch geschweißt. Aber die liegt jetzt hier, weil die andere wird im Endeffekt genauso aussehen, nur halt ein bisschen schöner. Die Brennkammerbleche habe ich nicht selber gemacht, die habe ich lasern lassen. Dazu habe ich die bei so einem Online-Tool hier hochgeladen, die Bleche als CAD-Dateien und daraus wurden dann automatisch die Zeichnungen abgeleitet und die sind dann gelasert worden, mir zugeschickt worden. Dann wurden die Bleche gebogen und jetzt habe ich die zum Schweißen gegeben. Jetzt kann ich euch noch mal ein paar Aufnahmen zeigen, wie ich die anderen Teile gefertigt habe.
So, jetzt kann man zum Abschluss noch mal ein bisschen zeigen, wie die Sachen hier zusammenpassen. Das wird dann eben hier mit der Brennkammer verschraubt werden. So sieht das dann zusammen aus. Dann wird hier die Diffusorplatte draufgesetzt werden, wobei hier zwischen natürlich noch der Wellentunnel kommt. Und dann ja, der Radialverdichter. Also man kann es schon mal so ein bisschen schematisch aneinander halten, aber es fehlen noch sehr, sehr viele Teile. Aber da bin ich jetzt aktuell wirklich dran. Es tut sich was.